Die Switch-Selbstsicherungsschlingen werden mit einem Ankerstich am Zentralring des Klettergurts befestigt. Die Switch Adjust und Switch Double Adjust besitzen einen Ast, der ein Verstellelement zur Längenverstellung enthält. Der Karabiner des verstellbaren Asts wird am Fixpunkt befestigt und verschlossen. Durch Ziehen am freien Ende des Sicherungsseils kann die Länge der Schlinge verkürzt werden. Um die Länge der Schlinge unter Last zu vergrößern, greift eine Hand das Verstellelement und kippt es leicht. Die andere Hand greift das freie Seilende und führt es langsam ins Verstellelement. Um die Länge der Schlinge im unbelasteten Zustand zu vergrößern, umfasst eine Hand den Karabiner und fixiert gleichzeitig das Verstellelement in der gekippten Position. Dadurch kann Seil aus dem Verstellelement gezogen werden. Es empfiehlt sich, den verstellbaren Ast immer im belasteten Zustand zu verlängern und in der längsten Einstellung am Gurt zu parken. Achtung! Liegt das Verstellelement mit seiner Unterseite ungünstig an der Wand, auf Gegenständen oder Vorsprüngen auf, kann es sein, dass keine Klemmung des Seils stattfinden kann, das Seil also bis zum Endanschlag ins Gerät laufen kann. Meist genügt es dann, den Karabiner andersherum in den Anschlagpunkt zu hängen und dem Verstellelement dadurch freies Kippen zu ermöglichen. Beim Belasten der Switch Adjust ist es daher am besten, das freie Seilende in der Hand zu halten. Auch die verstellbaren Äste der Switch Adjust dürfen prinzipiell entlastet werden. Selbstsicherungsschlingen, die speziell für diesen Einsatz konzipiert sind, müssen in der Normprüfung einen dynamischen Test bestehen. Eine 80 Kilogramm schwere Fallmasse wird hierbei mit der Selbstsicherungsschlinge mit einem Anschlagpunkt verbunden. Eine Kraftmesszelle zeichnet die auftretenden Kräfte auf. Das Fallgewicht wird nun um die Länge der Schlinge über den Anschlagpunkt angehoben. Es wird also die größtmögliche Sturzhöhe geprüft. Die Selbstsicherungsschlingen der Switch-Familie beinhalten ein hochdynamisches Seilstück, das sich im Sturzfall stark dehnen kann und die im Sturzfall auftretende Kraft dadurch begrenzt. Die Kraft im gezeigten Szenario darf laut Norm 10 kN nicht überschreiten. Dadurch wird verhindert, dass weitere Bauteile des Systems versagen. Verletzungen aufgrund des hohen Fangstoßes können jedoch nicht ausgeschlossen werden, weshalb Selbstsicherungsschlingen immer so straff wie möglich gehalten werden müssen. Wird in einer Mehrseillängenroute vom Körper gesichert, muss immer eine erste Zwischensicherung eingehängt sein, bevor der Kletterer seine Selbstsicherung aushängt. Die Sicherung von 2 Personen an einer Selbstsicherungsschlinge ist nicht zulässig. Bei der Switch Double Adjust kann der verstellbare Strang zur Selbstsicherung und der kürzere beispielsweise für die Befestigung des Abseilgeräts verwendet werden. Auf diese Weise hat das Abseilgerät genügend Abstand zum Klettergurt, sodass der Klemmknoten nicht ins Abseilgerät gezogen werden kann.